Willkommen auf dem YouTube-Kanal von SafeCall. Heute werde ich Ihnen 3 Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten im Homeoffice vorstellen. Lassen Sie uns keine Zeit verschwenden, starten wir los. Laut Umfragen planen mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer, auch nach dem Abklingen der Pandemie, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten oder zumindest einen hybriden Ansatz zu verfolgen. Dieses neue Arbeitsmodell ist jedoch mit Komplexitäten für Unternehmensnetzwerke und Infrastrukturen verbunden. IT-Abteilungen müssen neue Richtlinien festlegen und die richtigen Investitionen tätigen, um kontinuierliche Verbesserungen der Mitarbeiterproduktivität und Effektivität in diesem neuen Hybridmodell sicherzustellen. Bei einem hybriden Arbeitsmodell sind immer 3 Themen für Sie zu bewältigen. Erstens, Investition in Collaboration Tools wie zum Beispiel Microsoft Teams. Zweitens, Investition in ein moderneres Netzwerk, also Netzwerkdesign, zum Beispiel ein SD-WAN und entsprechende Bandbreiten-Upgrades. Drittens, Implementierung intelligenter Sicherheitsrichtlinien, wie zum Beispiel Zero Trust oder SASE. Kommen wir zum ersten Punkt. Investition in Collaboration Tools, wie zum Beispiel RingCentral oder Microsoft Teams. Damit wir in Zusammenarbeit im Team erleichtern können und die Effizienz gesteigert wird, brauchen wir Collaboration Tools. Diese sorgen dafür, dass das Wissen im Unternehmen für alle an einem zentralen Ort auf einfache Art und Weise jederzeit und von überall zugänglich und transparent gemacht wird. Mit Hilfe von Collaboration Tools gehören E-Mail-Fluten der Vergangenheit an. Ihnen ist die Möglichkeit gegeben, Arbeitsgruppen zu bilden, in denen zum einen die komplette Kommunikation bezüglich des jeweiligen Projektes nachvollziehbar abgebildet werden und zum anderen alle verwendeten Dokumente zentral abgelegt sind. Und das Schöne ist, in diesen Dokumenten können Sie parallel mit Ihren Kollegen arbeiten. Es entstehen also keine unterschiedlichen Versionen mehr. Die Datei ist immer auf dem aktuellen Stand und man versendet deswegen nun auch Dateien nicht mehr als E-Mail-Anhänge, sondern man shared sie mit einem Link. Dies hat den enormen Vorteil, dass nicht zig verschiedene Versionen derselben Datei im Umlauf sind und später mühselig gemerged werden müssen. Eine weitere großartige Funktion ist, dass man Gruppen oder Teams in unterschiedlichen Sichtbarkeiten anlegen kann, öffentlich verwaltete oder geschlossene. Dies fördert den Austausch innerhalb eines Teams deutlich. Warum? Weil Collaboration Tools die Zusammenarbeit so einfach machen wie noch nie. Egal ob eine kurze Rückfrage, eine Abstimmung, ein Foto, ein Video oder ein Statement, mit der Antwortfunktion kann sich jeder ganz unkompliziert im geschützten Rahmen der Gruppe bzw. des Teams einbringen und reagieren. So bilden sich im Unternehmen neue projektorientierte Netzwerke, die Sichtbarkeit des Einzelnen im Unternehmen steigt und Projektgruppen haben ein ausgeprägteres Gruppengefühl. Wenn Sie also die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen stärken wollen, kontaktieren Sie mich. Ich helfe Ihnen dabei, die richtigen Collaboration Tools für Unternehmen zu finden. Unverbindlich und kostenlos. Schicken Sie mir noch heute eine E-Mail, buchen Sie einen Online-Termin oder rufen Sie direkt an. Die Experten von SafeCall sind für Sie da. Neben der Investition in Collaboration Tools kommen wir nun zum zweiten wichtigen Punkt. Die Investition in ein moderneres Netzwerk, zum Beispiel SD-WAN. Die starke Nutzung von Cloud-Applikationen in Homeoffices und die damit einhergehenden Veränderungen in ihrem Datennetzwerk müssen Unternehmen bewältigen können, um ein erfolgreiches Arbeiten im Homeoffice zu gewährleisten. Die immer zunehmende Abhängigkeit der Mitarbeiter von Cloud-Diensten geht Hand in Hand mit der Einführung sicherer Internet-Breakouts und softwaredefinierter Netzwerktechnologien. Ich sage Ihnen, ein softwaredefinierter Ansatz für Netzwerke, also SD-WAN,
und gemeinsam verwaltete Portalfunktionen werden entscheidend sein, wenn Ihr Unternehmen langfristiges, hybrides Arbeiten umsetzen möchte. Dafür müssen Unternehmen ihre MPLS-Netze um eine ausgereifte SD-WAN-Lösung ergänzen, die es ermöglicht, den Datenverkehr zu priorisieren und sicherzustellen, dass die Bandbreite aus Remote-Standorten oder Homeoffices optimal zugewiesen wird. Diese Fähigkeit, den Datenverkehr über Netzwerke hinweg zu priorisieren, stellt sicher, dass die zunehmende Nutzung von Cloud-Plattformen die Bandbreitenverfügbarkeit nicht bis zu dem Punkt übersteigt, an dem Anwendungen langsam ausgeführt werden oder sogar abstürzen. Sie haben Fragen dazu? Kontaktieren Sie mich einfach. Ich unterstütze Sie gerne. Nun die dritte und letzte Voraussetzung für gelungenes Arbeiten im Homeoffice, die Investition in Security, zum Beispiel Zero Trust. Hybrides Arbeiten hat die Cyberbedrohungslandschaft erweitert. Das ist jedem bewusst. Deren Bekämpfung ist zur obersten Priorität für IT-Führungskräfte geworden, denn es drohen kriminelle Hackerangriffe der verschiedensten Arten. Grundsätzlich besteht im Homeoffice die Problematik, dass Mitarbeiter Netzwerke nutzen, die nicht der Kontrolle des Unternehmens unterliegen. Diese müssen zunächst immer als unsicher betrachtet werden. Wichtig ist daher, die Verbindung ins Unternehmensnetz und den Zugriff auf Unternehmensdaten aus diesen Netzwerken heraus sicher zu gestalten. Die Angriffsszenarien im Homeoffice unterscheiden sich nicht wesentlich von denen im Unternehmen. Dennoch sind Mitarbeiter im Homeoffice anfälliger für solche Attacken, denn zu Hause können sie nicht mal schnell einen Kollegen um Rat fragen, wenn sie eine verdächtige E-Mail erhalten. Anstatt sich die Mühe zu machen, eine Anfrage an den Customer Support zu erstellen, treffen sie dann selbst die vielleicht falsche Entscheidung. Natürlich gibt es hierfür eine Lösung, die Zero Trust Architektur. Diese geht davon aus, dass zunächst einmal kein Nutzer, keine Anfrage und kein Dienst, der auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen möchte, vertrauenswürdig ist, bis er das Gegenteil beweist. Konkretisiert heißt das, dass Applikationen per Konnektoren in der Cloud abgebildet werden und diese können nur einzeln von legitimierten Anwendern, also berechtigten Usern, genutzt werden. Und zwar ohne, dass diese überhaupt im Firmennetz sein müssen. Der legitime Nutzer sieht dabei auch nur die Applikation, die er zum Arbeiten braucht. Anders als im Unternehmensnetzwerk über VPN bleiben andere bestimmte Anwendungen verborgen und unerreichbar. So, nun wissen Sie, auf was Sie achten müssen, wenn Sie Ihren fleißigen Mitarbeitern die Möglichkeit anbieten möchten, von zu Hause aus sicher arbeiten zu können. Um keine Fehler bei der Implementierung verschiedenster Funktionen, Tools und Softwares zu machen, kontaktieren Sie einen Experten. Meine Kollegen und ich bei SafeCall beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Sie geben uns Ihren geschätzten Daumen hoch für diesen Clip, machen uns einen Eintrag in die Kommentare und wenn Sie jetzt unseren Kanal noch abonnieren, verpassen Sie nichts und wir sehen uns schon beim nächsten Video wieder.